Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein armer Bauer, der abends am Feuer saß und die Flammen schürte, während seine Frau in der Nähe Fäden spann. Er sagte: „Es macht mich traurig, dass wir keine Kinder haben. Unser Zuhause ist so still, während in anderen Häusern Lärm und Freude herrschen." „Ja", antwortete die Frau mit einem Seufzer, „selbst wenn wir nur ein Kind hätten, selbst wenn es winzig wäre, nur so groß wie mein Daumen, wäre ich sehr glücklich. Und wir würden es innig lieben." Eines Tages wurde die Frau krank, und nach 7 Monaten brachte sie ein Kind zur Welt, das in jeder Hinsicht perfekt war, aber nicht größer als ein Daumen. Sie sagten: „Es ist genau so, wie wir es uns gewünscht haben, und wir werden dieses Kind lieben." Wegen seiner kleinen Größe nannten sie es Daumling. Sie sorgten dafür, dass es genug zu essen hatte, doch Daumling wuchs nicht. Er blieb die gleiche Größe. Dennoch hatte er weise Augen und erwies sich bald als clever und flink, denn alles, was er tat, gelang ihm gut. Eines Tages machte sich der Bauer bereit, in den Wald Holz zu schneiden, als er zu sich selbst sagte: „Ich wünschte, jemand würde mir die Kutsche bringen." „O Vater", rief Daumling, „ich werde die Kutsche für dich holen. Vertraue mir, sie wird rechtzeitig im Wald sein." Der Bauer lächelte und antwortete: „Wie kannst du das tun? Du bist zu klein, um das Pferd an den Zügeln zu führen." „Das spielt keine Rolle, Vater. Wenn meine Mutter das Pferd anspannt, kann ich in sein Ohr sitzen und ihm sagen, wo es hingehen soll." „Nun", sagte der Vater, „wir werden es diesmal versuchen." Als die Zeit kam, spann die Mutter das Pferd an und setzte Daumling in sein Ohr. Dann rief Daumling: „Los, vorwärts!" Das Pferd bewegte sich, als hätte es einen richtigen Fahrer, und die Kutsche fuhr direkt in den Wald. Gerade als Daumling um eine Ecke bog und rief: „Vorwärts!", sahen 2 Fremde die Kutsche herankommen. „Wo?", sagte einer. „Was ist das?" „Da ist eine Kutsche, und jemand ruft das Pferd, aber niemand ist in Sicht." „Das kann nicht sein", sagte der andere. „Lass uns der Kutsche folgen und sehen, wohin sie fährt." Die Kutsche fuhr tief in den Wald und direkt dorthin, wo das Holz geschlagen wurde. Als Daumling seinen Vater sah, rief er: „Sieh, Vater, hier bin ich mit der Kutsche. Jetzt nimm mich runter." Der Vater fasste das Pferd mit einer Hand und hob seinen kleinen Sohn mit der anderen aus dem Ohr des Pferdes. Daumling saß fröhlich auf einem Strohhalm, aber als die beiden Fremden ihn sahen, waren sie so überrascht, dass sie nicht wussten, was sie sagen sollten. Einer von ihnen flüsterte dem anderen zu: „Hey, dieser kleine Kerl könnte uns reich machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt zur Schau stellen. Lass uns ihn kaufen." Sie gingen zu dem Bauern und sagten: „Verkauf uns den kleinen Mann. Wir werden gut für ihn sorgen." „Nein", antwortete der Bauer, „er ist mein Stolz und meine Freude, und kein Geld der Welt kann ihn mir abkaufen." Als Daumling jedoch ihr Angebot hörte, kletterte er den Mantel seines Vaters hinauf, setzte sich auf seine Schulter und flüsterte: „Vater, bitte lass mich mit Ihnen gehen. Ich werde schnell zurückkommen." Da stimmte der Vater zu, ihn den beiden Männern für einen guten Betrag zu verkaufen. „Wo möchtest du sitzen?" fragten sie ihn. „Setzt mich einfach auf den Rand eures Hutes, dann kann ich hin und her gehen und die Welt betrachten, ohne herunterzufallen." Sie taten, was er wünschte, und nachdem sie sich von seinem Vater verabschiedet hatten, machten sie sich mit ihm auf den Weg. Sie gingen, bis es dunkel wurde, und dann sagte Daumling: „Bitte lass mich runter, ich möchte hinunter." Der Mann nahm seinen Hut ab und setzte Daumling am Straßenrand ab.
Daumling hüpfte ein wenig herum und schlüpfte dann schnell in ein Mauseloch, das er gefunden hatte. »Auf Wiedersehen, meine Herren. Geht einfach ohne mich nach Hause«, rief er ihnen zu und neckte sie. Sie rannten herüber und stocherten mit Stöcken in das Mauseloch, aber es nützte nichts. Daumling kroch weiter hinein, und als es völlig dunkel war, mussten die Männer wütend und mit leeren Händen nach Hause gehen. Als Daumling sah, dass sie weg waren, schlüpfte er aus dem Loch. »Es ist so gefährlich, im Dunkeln umherzulaufen«, sagte er. »Man könnte sich leicht ein Bein oder einen Hals brechen.« Glücklicherweise stieß er auf eine leere Schneckenhaus. »Gott sei Dank«, sagte er. »Hier kann ich sicher die Nacht verbringen«, und er kletterte hinein. Nicht lange danach, als er gerade einschlafen wollte, hörte er 2 Männer vorbeigehen, und einer sagte: »Wie können wir den reichen Pastor um Silber und Gold bringen?« »Ich kann dir sagen, wie«, unterbrach Daumling. »Was war das?«, sagte einer der Diebe erschrocken. »Ich habe jemanden sprechen hören.« Sie hielten an und lauschten, und Daumling sprach wieder und sagte: »Nehmt mich mit, und ich helfe euch.« »Aber wo bist du?« »Schaut einfach auf den Boden, dann seht ihr, woher meine Stimme kommt«, antwortete er. Schließlich fanden die Diebe ihn und hoben ihn auf. »Du kleiner Schlingel, wie kannst du uns helfen?«, fragten sie. »Eine Menge«, sagte er. »Ich werde durch die Eisenstäbe in das Zimmer des Pastors kriechen und alles herausgeben, was ihr wollt.« »In Ordnung«, sagten sie, »mal sehen, was du kannst.« Als sie das Haus des Pastors erreichten, kroch Daumling in das Zimmer, rief dann aber so laut er konnte: »Wollt ihr alles, was hier ist?« Die Diebe erschraken und sagten: »Sei ruhig, damit du niemanden weckst.« Daumling tat, als würde er es nicht verstehen, und rief wieder: »Was wollt ihr?« »Wollt ihr alles, was hier ist?« Die Köchin, die im Nebenzimmer schlief, hörte das und setzte sich auf, um zuzuhören. Die Diebe, erschrocken, rannten ein Stück weg, kamen dann aber schnell zurück und dachten: »Der kleine Bursche versucht uns nur hereinzulegen.« Sie flüsterten ihm zu: »Komm schon, sei ernst und gib uns etwas.« Daumling schrie wieder mit aller Kraft: »Ich werde euch wirklich alles geben, steckt einfach eure Hände hinein.« Das Dienstmädchen, das zuhörte, hörte dies deutlich und sprang aus dem Bett, um zur Tür zu laufen. Die Diebe rannten davon, als würden sie verfolgt, und als das Dienstmädchen nichts sehen konnte, ging sie, um eine Kerze anzuzünden. Als sie an den Ort kam, schlüpfte Daumling leise in die Scheune. Das Dienstmädchen suchte in jeder Ecke und fand nichts, also ging sie zurück ins Bett in dem Glauben, sie hätte nur geträumt. Daumling kletterte ins Heu und fand einen gemütlichen Platz zum Schlafen in der Hoffnung, bis zum Morgen zu ruhen und dann zu seinen Eltern zurückzukehren. Doch er hatte noch mehr Abenteuer vor sich. Es gibt so viel Trouble und Traurigkeit in dieser Welt. Als der Morgen dämmerte, stand das Dienstmädchen auf, um die Kühe zu füttern. Ihr erster Halt war der Stall, wo sie sich eine Handvoll Heu schnappte, genau das Heu, in dem Daumling schlief. Er schlief so fest, dass er nichts bemerkte, bis er in den Mund der Kuh fand, die ihn mit dem Heu aufgenommen hatte. »Oh nein«, rief er, »wie bin ich in eine Mühle geraten?« Aber er erkannte schnell, wo er war. Er musste aufpassen, dass er nicht zwischen den Zähnen der Kuh eingeklemmt wurde, doch er wurde gezwungen, mit dem Heu in ihren Magen zu rutschen. »Es ist sehr dunkel hier drin«, dachte er, »und kein Licht kommt herein, nicht einmal eine Kerze.« Dieser Ort war besonders unangenehm für ihn, und das Schlimmste war, dass immer mehr Heu nachkam, was den Platz enger machte. Schließlich rief er in seiner Not so laut er konnte:
Hört auf, mir mehr Futter zu bringen, hört auf, mir mehr Futter zu bringen. Das Dienstmädchen war gerade dabei, die Kuh zu melken, als sie jemanden sprechen hörte und niemanden sah. Sie erkannte, dass es dieselbe Stimme war, die sie in der Nacht gehört hatte, und sie war so erschrocken, dass sie von ihrem Hocker rutschte und die Milch verschüttete. Sie eilte zu ihrem Meister und sagte: »Oh nein, Pastor, die Kuh hat gesprochen.« »Du musst verrückt sein«, antwortete der Pastor, aber er ging selbst in den Stall, um nachzusehen, was los war. Sobald er den Raum betrat, rief Daumling wieder: »Hört auf, mir mehr Futter zu bringen, hört auf, mir mehr Futter zu bringen.« Der Pastor war alarmiert und dachte, ein böser Geist sei in die Kuh gefahren, also befahl er, sie zu töten. Die Kuh wurde getötet, aber ihr Magen, in dem Daumling war, wurde auf einen Haufen Abfall geworfen. Daumling kämpfte darum, etwas Platz zum Bewegen zu finden, aber gerade als er seinen Kopf herausstecken wollte, kam ein hungriger Wolf vorbei und verschlang den ganzen Magen auf einmal. Daumling verlor nicht die Hoffnung. Vielleicht, dachte er, wird der Wolf auf mich hören, und rief aus dem Bauch des Wolfes: »Lieber Wolf, ich weiß, wo du ein großes Festmahl finden kannst.« »Wo ist es?« fragte der Wolf. »In diesem und jenem Haus. Du musst nachts durch die Küchenspüle schleichen, und du wirst Kuchen, Speck, Würstchen und so viel Essen finden, wie du willst.« Und er beschrieb dem Wolf das Haus seines Vaters. Der Wolf musste nicht zweimal gefragt werden. Er quetschte sich nachts durch die Spüle und schmauste im Vorratsraum. Nachdem er sich satt gegessen hatte, versuchte er zu gehen, aber er war so dick geworden, dass er nicht auf die gleiche Weise hinaus konnte. Daumling hatte dies erwartet und begann, im Bauch des Wolfes laut zu lärmen, zu schreien und zu rufen, so laut er konnte. »Sei ruhig«, sagte der Wolf, »du weckst die Leute.« »Oh bitte«, antwortete Daumling, »du hast genug gegessen. Jetzt möchte ich auch mal Lärm machen.« Und er begann wieder zu schreien. Schließlich hörten Daumlings Eltern seine Schreie und liefen zum Raum, um durch die Tür hineinzuschauen. Als sie einen Wolf darin sahen, rannten sie weg, und der Mann schnappte sich seine Axt, während die Frau eine Sense nahm. »Haltet euch zurück«, sagte der Mann, als sie den Raum betraten. »Ich werde ihn zuerst treffen, und wenn er nicht tot ist, musst du ihn in Stücke hacken.« Dann hörte Daumling die Stimmen seiner Eltern und rief: »Lieber Vater, ich bin hier. Ich bin im Wolf.« Der Vater war überglücklich und sagte: »Gott sei Dank, unser lieber Sohn ist zurück.« Er sagte der Frau, sie solle ihre Sense herunterlegen, damit Daumling nicht verletzt werde. Der Vater hob dann seinen Arm und schlug dem Wolf auf den Kopf, so dass er tot war. Sie holten Messer und Scheren, schnitten den Bauch des Wolfes auf und zogen Daumling heraus. »Oh«, sagte der Vater, »wir haben uns so um dich gesorgt.« »Ja, Vater, ich habe viel gereist. Gott sei Dank kann ich wieder frische Luft atmen. Wo warst du?« »Oh, Vater, ich war in einem Mauseloch, dann im Magen einer Kuh und schließlich im Magen eines Wolfes. Jetzt möchte ich bei euch bleiben. Und wir werden dich nie wieder verkaufen. Nicht für all das Geld der Welt«, sagten seine Eltern, während sie ihren lieben Daumling umarmten und küssten. Sie fütterten ihn, gaben ihm etwas zu trinken und ließen ihm neue Kleidung machen, da seine alten auf seinen Abenteuern ruiniert worden waren. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.